All week we've been speaking about Vedanta. Wir haben die ganze Woche über Vedanta gesprochen. This is non-dual thought. Das ist nicht duales Denken. It's about removing ignorance, removing the error of our understanding. Es geht darum, die Unwissenheit zu beseitigen, den Fehler unseres Verstehens zu beseitigen. Not using your mind, rational thought, inquiry. Nicht den Geist zu brauchen, mit rationaler Fragestellung vorzugehen. Thinking deeply, reflecting. Tief denken, reflektieren. And it's time we relaxed a little bit. Und es ist Zeit, dass wir ein bisschen entspannen. And I thought it might be nice to talk about some devotional aspects of India. Und ich dachte, es wäre schön, ein bisschen über die hingebungsvollen Aspekte Indiens zu sprechen. India is rich with religion. Indien ist reich an Religion. Mark Twain, a great American humorist, said, "In religion, India is the only millionaire." Mark Twain, ein großer Humorist, hat gesagt, in Religion ist Indien der einzige Millionär. And we've been speaking, yesterday we were speaking about the great Vaishnavite acharyas, 5 great acharyas. Gestern haben wir über die 5 großen Vaishnava-Acharyas gesprochen. Each one has followers all over India. Jeder hat Anhänger in ganz Indien. Then there's the Shiva devotees that have also in different sections of India. Dann gibt es die Shaivas, die Shiva-Anhänger, die verschiedene Traditionen haben in ganz Indien. The goddess, tantric devotees. Die tantrischen Anhänger der Göttin. Puja, bhajans. Puja, Bhajans. You're woken up in the morning with music and chanting. Ihr werdet am Morgen geweckt mit Musik und Gesang. It's a different universe, just a different universe. Ganz anderes Universum. One of what we see here in the West very commonly is these Hare Krishna people. Was wir oft hier im Westen sehen, sind die Hare Krishna-Anhänger. I'm sure we all know them. Und sicher ihr alle kennt die. And they just chant in ecstasy. That's all they do. They chant. Die singen einfach in Ekstase. Das ist alles, was sie tun. Sie singen. Yesterday we were speaking about Chaitanya, who is an inspiration of these of the Hare Krishnas. Gestern haben wir über Chaitanya gesprochen, der eine Inspiration für die Hare Krishnas war. He was a great saint in the 15th and 16th century. Er war ein großer Heiliger im 15. und 16. Jahrhundert. Who advocated chanting the name of Krishna without rules, with abandon. Der sagte, dass man den Namen Krishnas ohne Regeln einfach singen sollte. He was also a great scholar in his time, a logician. Er war auch ein großer Gelehrter zu seiner Zeit, ein Logiker. And he abandoned all those academic pursuits in order to chant the name of Krishna. Und er hat all die akademischen Angelegenheiten losgelassen, einfach nur um Krishna zu He fassen. left this great spiritual leader, left only 8 verses for all of his time and all of his devotion, for all of his followers to acknowledge. Dieser große spirituelle Führer hat seiner Gefolgschaft nur 8 Verse hinterlassen. Unlike his predecessors, these weren't theological premises in which to base the foundation of spirituality. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern waren das keine theologischen Definitionen. Rather, they were ways to devote yourself to Krishna. Das waren einfach nur Wege, wie man sich Krishna hingeben kann. He said to be humble, lower than straw on the ground. Er sagte, man soll bescheiden sein und tiefer noch als das Gras auf dem Boden. We don't even notice the straw. We tread on it, and it just buries itself into the dirt. Wir bemerken den Grashalm nicht mal. Wir treten drauf und der begräbt sich selbst im Schmutz. Be as low as an atom at the feet of the Lord. Man soll so niedrig sein wie ein Atom zu Füßen des Herrn. Be as tolerant and as enduring as a tree. Und so aushalten wie ein Baumstamm. All of these are just, I'm summarizing his 8 points here, if you'll allow me. Ich fasse hier die 8 Punkte zusammen, die er erlaubt. There are they've written 16 volumes on his life. 16 volumes of books they've written on his life. Über sein Leben sind 18 Bände geschrieben worden. He says, allow me to love God birth after birth after birth.
Und er sagt, man erlaube mir, Gott zu lieben, Geburt nach Geburt für Geburt. I don't want wealth, I don't want followers, I don't want beautiful women, I just want the feet of the Lord. Ich will keinen Wohlstand, ich will keine Anhänger, ich will keine schönen Frauen, ich will einfach nur zu Füßen des Herrn sitzen. I want my eyes to fill with tears at the thought of God. Ich möchte, dass meine Augen sich mit Tränen füllen beim Gedanken an den Herrn. I want to feel vacant if I don't feel the ecstasy of God, the presence of God. Ich will mich leer fühlen, wenn ich nicht die Präsenz Gottes spüre. My love for God should be unconditional. Meine Liebe zu Gott soll bedingungslos sein. So, with those beautiful devotional encouragement, that inspiration, I want to tell a couple of stories of his life. Mit dieser wunderschönen, hingebungsvollen Inspiration möchte ich ein paar Geschichten aus seinem Leben erzählen. There was once he was walking down the road chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And there was a washerman, a very poor washerman, who was standing there and just beating his clothes at the edge of a river. Er ging einmal eines Weges entlang, einfach den Namen des Herrn singen und sah einen Wäscher, der am Flussrand, am Ufer die Wäsche wusch. Chaitanya, who then was called Gauranga, Chaitanya wurde damals Gauranga genannt. Means beautiful limbed one, beautiful limbs. Gauranga said, "Sir, please stop what you're doing and chant the name of Hari." Gauranga is Chaitanya, another name for Chaitanya. Und er sagte, sing. Oh, it means beautiful limbed one. Gauranga means Den schönen Gliedern, so ist der Name. Sir, please stop what you're doing. Please just stop what you're doing. Und er sagte, Herr, bitte hör auf, was du tust gerade. This poor washerman saw this mendicant coming at him, and he said, "Listen, I'm a poor man. Don't ask me for anything." Und der Wäscher, der sah diesen scheinbar armen Menschen kommen und sagte, ich habe auch nichts, bitte fragen Sie mich um nichts. How easily we ignore beggars on the street. We feel sorry for them, but we don't. Listen, I have work to do. Just leave me alone. Wie einfach ist es, Bettler auf der Straße zu ignorieren. Und er sagte, ich habe was zu tun, bitte lassen Sie mich in Ruhe. But Chaitanya wouldn't be dissuaded. Aber Chaitanya ließ sich nicht überzeugen. No, please, I want you to chant Hare Bol, Hare Bol. Nein, bitte sing Hare Bol, Hare Bol. Listen, I'm beating my clothes. Leave me alone. I'm a poor man. I can't be bothered. Nein, ich wasche ja meine Wäsche, bitte lassen Sie mich in Ruhe. No, Hare Bol, Hare Bol. Nein, Hare Bol, Hare Bol. Wouldn't be bothered. I said, "Sir, please stop. I will do your wash for you. Just once, repeat the name of Hari." Er sagt, bitte hören Sie auf, ich wasche auch für Sie, aber wiederholen Sie einmal den Namen des Herrn. Caught his attention. He'll do my work for me. Also da war dann aufmerksam. Okay, Chaitanya took his clothes and started beating him. Chaitanya nahm die Klamotten und schlug sie so gegen die Steine zum Waschen. The man said, "Hari Bol." Chaitanya's beating the clothes. He said, "One more time, please, Hari Bol." Chaitanya wäscht die Wäsche weiter und sagt, bitte noch einmal, Hare Bol. Again, the man said, "Hari Bol." Und man sagt wieder, Hare Bol. Chaitanya's beating the clothes, and this time, unasked, the man repeats, "Hari Bol." Und Chaitanya wäscht weiter, schlägt die Wäsche gegen den Stein und der Mann fängt auf einmal selber an zu singen, Hare Bol. And all of a sudden, he falls into ecstasy. Fällt auf einmal in Ekstase. His hair stands on end. Seine Haare werden Poor washerman, he starts dancing in ecstasy, uncontrollable. Dieser arme Wäscher fängt an, in Ekstase zu tanzen. Falls faint, rolling on the ground. Rollt sich auf den Boden herum. Meanwhile, his wife comes, Jetzt kommt seine Frau. and he says, whatever the fellow's name was, "What's wrong with you?" Sie fragt, was ist los? And she doesn't get an answer. He's rolling on the ground, and here's an end, and Hari Bol, Hari Bol. Er kriegt keine Antwort, er wälzt sich auf den Boden und ruft, Hare Bol, Hare Bol. And she says, "Stop, please, you have clothes to wash." Sie sagt, bitte hör auf, du hast noch Sachen zu He waschen. just ignores it, continues this ecstatic state that he's in. Er beachtet sie nicht in dem ekstatischen Zustand. She runs home to the village, and she said, "Please, my husband, I don't know what's happened to him. I'm really afraid." Sie läuft nach Hause ins Dorf und sagt, bitte, was ist mit meinem Mann los? Ich verstehe es nicht, ich habe Angst. Small village, not a whole lot happens there. Everybody comes. Es ist ein kleines Dorf, da passiert nicht viel, also machen sich alle auf. They see this man just rolling in the ground. They know him. He's rolling, and he's chanting Hari Bol, Hari Bol, and
He's ecstatic and he's oblivious to all that's going on. Und Sie sehen diesen Mann, den Sie alle kennen, der jetzt ekstatisch herumschreitet, der sich um nichts anderes mehr kümmert, was vorgeht. Everybody is afraid to approach him. Und alle haben Angst, sich ihm zu nähern. Finally, a big man comes over and says, "Okay, I will handle this." Schließlich kommt ein starker Mann und sagt, okay, ich gehe damit um. And he grabs this washerman. Und er schnappt sich den Wäscher. And all of a sudden, he gets ecstatic. Haribol, Haribol, Haribol. Plötzlich fällt er in Ekstase. Rolling on the ground and just dancing, his hair's on it. Er wälzt sich auf den Boden, die Haare stehen zu Berge. Another man comes and he grabs the guy and he goes ecstatic. Haribol, Haribol. Es kommt wieder einer und versucht ihn zu packen und der fällt dann auch in Ekstase. Soon the whole village is dancing and ecstatic and rolling on the ground and they're just going crazy. Weil das ganze Dorf in Ekstase wälzt sich auf den Boden und werden verrückt. Chaitanya is amused at the whole situation. Chaitanya ist über die Situation amüsiert. And he walks on and continues, he goes on his way. One great saint. Großer Heiliger. One other story. Eine andere Geschichte. There was this leper, Es gab diesen Leprakranken, Vasudev. Vasudev. These stories, by the way, come from Shivananda. This is from his book Lives of Saints. Die Geschichten kommen übrigens von Shivananda aus seinem Buch Die Leben der Heiligen. Shivananda had a broad view. He would accept everyone in every religion. Er hat eine sehr weite Sicht. Er hat jeden aus jeder Religion akzeptiert. If India was a millionaire, he was a billionaire. Wenn Indien ein Millionär war, war er ein Milliardär. In fact, he would chastise his disciples once. He said, "If I wanted money, I could make it rain money." He said. Er hat seine Jünger mal zurechtgewiesen und hat gesagt, wenn ich Geld haben wollte, dann könnte ich das Geld regnen lassen. Anyway, there was this Vasudev who was a leper. He had open wounds, and they were, the oozing out, and there was odors, and he lived away from everybody. Also Vasudev war ein Leprakranker, der sich von allen zurückgezogen hatte, der offene Wunden hatte und streng roch. But this Vasudev was a great devotee. Aber er war ein großer Anhänger. He had these worms and maggots that would eat at his wounds. Also er hatte Würmer und Maden, die seine Wunden auffraßen. And sometimes they would fall down. Manchmal fielen sie herunter. And he would pick them up and return them to him. Er hob sie wieder auf und steckte sie wieder hinein. He had this equal mind. He felt every creature deserved to eat, deserved to live and to eat. Er hatte diesen ausgeglichenen Geist. This is God's devotee. You can't just you have to understand that these people don't see the way we see. Also das war ein Anhänger Gottes, ihr müsst das verstehen. Die Leute sehen nicht so, wie wir sehen. Und er wollte eben, dass jede Kreatur zu essen hat. Any act of devotion just uplifts and transforms. Jede Handlung von Hingabe, die erhebt und transformiert. The opportunity to take this lowly thing and to let it eat from you is in the name of God is a wonderful thing. Diese Gelegenheit, so ein niederes Lebewesen zu nehmen und es von sich essen zu lassen, ist eine wundervolle Sache. For Vasudev. So one day, Chaitanya arrived at the local temple. Also eines Tages kam Chaitanya zum örtlichen Tempel. And he was famous by then, and everybody in the village came to see him. Er war damals schon berühmt und alle aus dem Dorf kamen, ihn zu sehen. And this Vasudev lived away from everybody, and he heard about it only late. Vasudev lebte zurückgezogen von allen und er fuhr erst spät davon. When he heard, he rushed to the temple. Als er das hörte, eilte er zum Tempel. But alas, Chaitanya had already left. Aber Chaitanya war schon gegangen. He was inconsolable, and he just couldn't. He started crying. He was so depressed and lamenting. Und er war so traurig und fing dann an zu weinen und sich zu klagen. I've missed this great devotee. Oh, woe is me. Ich habe diesen großen Anhänger verpasst. Oh, ich arme. Unbeknownst to him, Chaitanya was just on the road, and he heard his wails and his lamentations. Was er nicht wusste, war, dass Chaitanya auf derselben Straße war und seine Klagen hörte. He goes over to Vasudev, sees him crying, and learns that it was because he had left. Und er geht rüber zu Vasudev, sieht, wie er weint und erfährt dann, dass es wegen ihm war, weil er dachte, er wäre schon gegangen gewesen. He picks up this man and he gives him a hug. Er nimmt den Mann und umarmt ihn. Instantly the leprosy began
vanished. Instantly he was healed and cured. Im selben Moment ist das Lepra geheilt gewesen und verschwand. From a body that you couldn't look at, from a repugnant body, he turned beautiful, this man. Von einem abstoßenden Körper, den man nicht anschauen konnte, verwandelte er sich in einen wundervollen Menschen. Vasudev looked at himself and he said, "Oh, woe is me! Vasudev schaute sich selbst an und sagte, oh, ich Armer. Oh no, I've lost this opportunity now. I've lost all humility. Jetzt habe ich diese Gelegenheit verloren. Jetzt habe ich diese Möglichkeit zur Bescheidenheit verloren. My body is beautiful now. I will become vain and filled with pride. Mein Körper ist jetzt schön. Ich werde eitel werden und voller Stolz. I will lose this opportunity." Ich werde diese Gelegenheit verlieren. Chaitanya was touched and he consoled him and he said, "No, the Lord is with you now. Krishna is with you now." Chaitanya war berührt und tröstete ihn. Nein, der Herr ist jetzt mit dir. Krishna ist jetzt bei dir. You have His grace. You will never be filled with pride and vanity. You will be able to chant His name and live in His graces. Du hast seine Gnade. Du wirst nie mit Stolz leben. Du wirst einfach seinen Namen singen können. Rejoice, rejoice.